Der Countdown für eine hohe Hochzeit auf Bali hat begonnen. Im Königspalast von Ubud führen Dorfbewohner von nah und fern ihre jahrhundertealten balinesischen Hochzeitstraditionen durch. Wir haben bisher etwa 6 Schweine gespendet bekommen, aber wir brauchen etwa 2,5 Tonnen Schwein. Im Mittelpunkt steht die Mutter des königlichen Bräutigams, eine australisch-balinesische Prinzessin. Ich versuche nur herauszufinden, wie viel ein Schwein wiegt, um zu sehen, wie viele wir noch brauchen. Die Organisation einer Hochzeit ist für jede Mutter stressig. Es regnet in Strömen. Ja, das könnte ein Problem sein. Was wäre, wenn von ihnen erwartet würde, komplexe hinduistische Traditionen zu betreuen, die königlichen Protokolle einzuhalten? Und ihr Sohn, der Prinz, eine berühmte indonesische Schauspielerin heiratet. Nur noch eine Woche bis zum großen Tag. Täglich kommen Hunderte von Dorfbewohnern mit ihren rituellen Opfergaben und Essensspenden als Hommage an ihre verehrte königliche Familie. Es ist auch eine Gelegenheit, der berühmten Braut Happy Salma nahezukommen, dem beliebten indonesischen Fernsehstar. Ich bin nervös wegen meiner Hochzeit. Aufgeregt. Aber ich freue mich auch, ja. Für Happy, eine Muslimin aus Java, ist es eine völlig neue Welt. Aber für Prinz Djok einen Hindu, ist ihre Hochzeitszeremonie ein vertrauter Teil des spirituellen Lebens seines Volkes. Balinesische Hochzeiten sind anders als überall auf der Welt. Es ist eine Art Mischung aus animistischen, buddhistischen und hinduistischen Glaubensvorstellungen. Es ist etwas, das es nur auf Bali gibt, daher ist es wichtig, Balinese zu sein. Ich glaube nicht, dass sie jemals eine balinesische Hochzeit gesehen hat. Ich glaube nicht, dass man jemals auf das vorbereitet sein kann, was passiert. Es ist wahrscheinlich besser, es nicht zu sein. Das Oberhaupt dieser erweiterten königlichen Familie mit etwa 300 Mitgliedern ist der Ehemann von Prinzessin Asri, der Vater des Bräutigams. Mein Name ist Tjokorda Rakkakertiassa. Ich komme aus einer Kriegerfamilie. Wir können bis zu 24 Generationen zurückverfolgen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und der niederländischen Kolonialherrschaft war die königliche Familie die feudale Monarchie von Ubud. Ubud liegt im Landesinneren von Bali. Im Herzen von Ubud liegt Puri Ubud, der Königspalast. Es ist das kulturelle Zentrum Balis, bekannt für seine Spiritualität. Der balinesische Hinduismus, gepaart mit einer uralten Ehrfurcht vor der Natur, ist Teil des täglichen Lebens. Und die Dorfbewohner betrachten den Palast als Hüter ihres Glaubens. Im Jahr 2004 leitete die königliche Familie die größte Beerdigungszeremonie seit Menschen gedenken. Die Einäscherung der Tochter des letzten wahren Königs von Bali. Einer Frau, die im letzten Jahrhundert als lebende Göttin galt. 2004 war Prinzessin Asris Tochter, Prinzessin Maya, ein 11-jähriges Schulmädchen und verbrachte die meiste Zeit des Jahres im Internat in Sydney.
Sie kam nach Bali, um ihre Großmutter zu ehren und die Rolle zu erfüllen, die ihr in die Wiege gelegt wurde. Die einer balinesischen Prinzessin. Die königlichen Zeremonien von Ubud bringen Tausende von Einheimischen zusammen. Eine Gemeinschaft von über 96 Dörfern. Und jetzt, 7 Jahre später, bereitet sich die Gemeinde erneut auf ein königliches Ereignis in Ubud vor. Diesmal die Hochzeit eines Prinzen. Heute veranstalten Prinzessin Asri und ihr Ehemann Prinz Tjokorda Raka eine Party für ihre königliche Familie. Und alle sind eingeladen. Wir veranstalten gerade ein Familientreffen vor der Hochzeit. Im Moment sind alle mit Essen beschäftigt. Auf Bali dreht sich alles ums Essen. Während Prinzessin Asri ihre königlichen Schwiegereltern bewirtet, liegen Welten zwischen diesem Empfang und ihrem eigenen, den sie vor 32 Jahren als junge Braut erfuhr. Mein Name vor meiner Hochzeit war Jane Gillespie, also Plain Jane. Es war 1977 und die 23-jährige Kindergärtnerin aus Sydney verliebte sich während ihres Urlaubs in Ubud in den örtlichen Kindertheaterdirektor, einen Prinzen. Oh, das ist eine lange Liebesgeschichte. Ja, das ist es. Schicksal. Schicksal. Janes Eltern hatten nicht damit gerechnet, dass eine Urlaubsromanze dazu führen würde, dass sie den balinesischen Prinzen heiratet. Mein Vater war glücklich damit. Ich erinnere mich sogar daran, wie er sagte, Gott sei Dank ist er kein Australier. Er war kein großer Fan der Australier, mein Vater. Oberstleutnant Rollo Gillespie, ein ehemaliger britischer Geheimdienstagent, hatte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ein Leben in Australien aufgebaut. Mein Vater war schon einmal verheiratet. Er war um einiges älter als meine Mutter, aber nicht so alt wie Rakas Vater. Raka ist mit 10 Müttern und zahlreichen Geschwistern aufgewachsen. Und ich natürlich nur mit einer Mutter und einem Bruder. Als jüngster Sohn der 10. Frau seines Vaters sollte Prinz Tjokorda Raka innerhalb der balinesischen Königsfamilie heiraten. Es gab ziemlich viel Widerstand dagegen und die Leute versuchten, es ihm auszureden. Sie nahmen mir meinen Reisepass weg und ließen mich bei Interpol überprüfen. Prinz Tjokorda Raka weigerte sich, dem Druck der Familie nachzugeben und machte 1978 eine australische Bürgerin zur balinesischen Prinzessin. Für die frisch vermählte Prinzessin Asri war das Leben im Palast alles andere als majestätisch. Wir hatten keinen Strom, kein fließendes Wasser, keinen Kühlschrank, keine Telefone. Wir hatten eigentlich überhaupt nicht viel. Damals war Ubud ein sehr kleines Dorf. Ich glaube, meine Eltern waren etwas schockiert, als sie die Bedingungen sahen, unter denen wir leben würden. Sie fanden es ziemlich primitiv. Eine Zeitreise in die Vergangenheit. Mit der Ankunft ihres ersten Kindes wurde das Leben im Palast für Asri noch schwieriger. Ich war da mit meinem Abschluss in Kinderpsychologie und Kindererziehung. Und mir wurde gesagt, dass man dies und jenes nicht tun darf. Und meine Schwiegermutter schlief vor der Tür und klopfte jedes Mal, wenn ein Wimmern zu hören war. Es war ziemlich schwierig. Ich erinnere mich, dass ich mich manchmal in meinem Zimmer einschließen musste.
Die größten Herausforderungen waren meiner Meinung nach unsere eigenen kulturellen Unterschiede und Erwartungen. Er musste sich bei seiner Familie viel für mich entschuldigen. Ich musste auch lernen, mir auf die Zunge zu beißen und nachzugeben, wenn ich das Gefühl hatte, dass es nötig ist. Es war für uns beide eine steile Lernkurve, die Kultur des anderen zu verstehen. Und für eine balinesische Prinzessin gehörte die Einhaltung heiliger Rituale zu ihrer Rolle. Ich besuchte eine anglikanische Schule. Ich war überhaupt nicht religiös. Daher war der Wechsel zum Hinduismus für mich keine große Sache. Es gehört hier zum Alltag. Es ist nichts, was man bewusst tut oder lassen muss. Ich meine, jeder macht es. In deinem Herzen kannst du beten, zu wem du willst. Du sprichst durch deine Taten und durch dein Herz. ...32 Jahre lang hat Asri miterlebt, wie Ubuds Tourismus und Wohlstand die einst ländliche Gemeinde verändert haben. Der zunehmende Reichtum führt dazu, dass balinesische Königshochzeiten weitaus großzügiger gefeiert werden. Für Tjokgus und Happy ist Asris Hochzeitsporträt ein Bild längst vergangener Tage. Schlichter. Ja, es war viel kleiner. Ja, aber das gefällt mir. Überall auf Bali, nicht nur in unserer Familie, sind die Menschen viel wohlhabender und geben ihr Geld für Zeremonien aus. Daher ist es heute eine viel größere Show als damals. Das Oberhaupt der königlichen Familie, Prinz Tjokorda Raka, behält das königliche Einladungskomitee im Auge. Einige von ihnen bereiten sich darauf vor, dass die Einladungen morgen verschickt werden. Aber auf Bali werden nicht alle Einladungen auf Papier gedruckt. Der Vater des Bräutigams und sein älterer Bruder, Prinz Tjokde, beaufsichtigen die Vorbereitung der Einladungen aus Essen. Dies ist wie eine kulturelle Einladung, die traditionelle Art und Weise, wie man eine Einladung an Familie und andere Menschen in seinem Kulturkreis verschickt. Während die Frauen damit beschäftigt sind, aufwendige Dekorationsgaben für die Hochzeit anzufertigen, sind es traditionell die Männer, die diese Essenseinladungen vorbereiten. Bei den Schweinefleisch-Satais sind strenge Regeln zu beachten. Man muss die Satai-Stäbchen zählen. Für einen Hohepriester sollten es 22 Stäbchen sein, für andere wichtige Personen sind es 16 Stäbchen. Es wird beachtet, wie wichtig die Person ist, der wir das Essen schicken. Sie fahren mit Pickup-Trucks los und liefern sie überall persönlich aus. Während die traditionellen Einladungen an Hunderte von Royals, Hohepriestern und Dorfältesten in Ubud zugestellt werden, überbringt im Süden an Balis Surfküste der Bräutigam seinen Freunden die Hochzeitseinladungen persönlich. Keine Mädels mehr für dich, Kumpel. Du hast dich festgelegt. Nur Lucky Lucky. Mein voller Name ist Tjokorda Bagus Dwi Santana Kerteasa. Viele westliche Leute nennen mich auch Max, weil ich als Kind in Sydney so genannt wurde. Ich bin wie ein normales Kind in Sydney aufgewachsen. Wir kamen jedes Jahr hierhin und hatten so immer einen kleinen Vorgeschmack auf die balinesische Kultur. Als Asri und Tjokorda Raka beschlossen, ihre 3 Kinder in Australien zu erziehen, bedeutete das, Bali zu verlassen und als Australier zu leben. Ich wurde auf Bali geboren und wenn man hier geboren wird, wird die Plazenta vergraben. Es gibt ein Sprichwort. Balinesen gehören zu den Menschen, denen es sehr schwer fällt, ins Ausland zu ziehen. Sie sagen, das liegt daran, dass ihre Plazenta hier vergraben und nicht weggeworfen wird.
Wir sind viel hin und her gereist. Manchmal bin ich immer noch etwas verwirrt. Es sind so unterschiedliche Kulturen. Sie sind zwei Pole, auch wenn sie scheinbar nahe beieinander liegen. Für seine Schwester, Prinzessin Maya, waren diese kulturellen Unterschiede unversöhnlich. Es war wirklich schwierig, erwachsen zu werden. Der Hauptkonflikt für mich besteht darin, ein junges Mädchen zu sein. Es gibt einfach einen großen Unterschied darin, was für eine junge Frau in der westlichen Kultur und in der indonesischen Kultur akzeptabel ist. Es gibt auch Vorurteile, wenn man Halbasiate ist. Es ist also ziemlich schwierig. Man weiß nie genau, wo man hingehört und wo man akzeptiert wird. Herausfordernde Jahre für Asris Ehemann, der eine einem Prinzen nicht würdige Arbeit aufnahm. Can you imagine gardening on the street, in Australia? Können Sie sich vorstellen, dass ich Gartenarbeit mache? Auf der Straße in Australien? Das ist ein wirklich großer Kampf. Wenn man geistig erwachsen wird, ist es schmerzhaft und man muss sich damit auseinandersetzen, bis man es besteht. Und diese Art von Übung braucht man wirklich. Du musst den Schmerz spüren. Aber wenn das vorbei ist, ist das nächste Mal kein Problem mehr. Wenn ich Gartenarbeit mache, geht es mir gut. Wenn nicht, geht es mir auch gut. Da die königliche Familie nun seit über einem Jahrzehnt dauerhaft auf Bali lebt, wurde Prinz Tjokorda Raka zum Leiter für Kultur und Religion in Ubud ernannt. Mit dem Titel Der Weise. Heutzutage suchen sie auch oft meinen Rat, weil ich im Westen lebe. Das hat mir hier eine neue Perspektive gegeben in der modernen Zeit, ohne die Essenz unserer Kultur zu verlieren. Obwohl sie im Westen aufwuchsen, ließen die königlichen Kinder ihre kulturellen Bindungen nicht abreißen. Ich hatte schon immer eine starke Verbindung, allein aufgrund der Dinge, die mein Vater mir immer beigebracht hat. Bali ist deine Heimat, deine Vorfahren und alles. Als Teenager verließ Max Sydney, um dauerhaft auf Bali zu leben. Als Prinz Tjok Gus. Besonders hier in Ubud gibt es für junge Leute nicht viel zu tun. Daher sind Zeremonien so, als würde man ins Einkaufszentrum gehen oder so. Man kann rausgehen, die Mädchen anschauen, man kann sich mit seinen Freunden treffen. Es ist eher ein geselliges Beisammensein für junge Leute. Max war schon immer ein Bali-Junge. Das ist sein Leben hier. Er hat in Australien gelebt, aber es gefällt ihm hier. Er surft gerne. Er hat alle seine Freunde, seine Gang. Und wie sein Vater vor ihm, lernte Max seine Braut im Urlaub auf Bali kennen. Happy und ich haben uns kennengelernt, als sie hier im Urlaub war. Wir gingen alle zum Strand. So haben wir uns kennengelernt. Und danach wurde es ernster. Pediküre, Maniküre. Happy kommt von Java, einer indonesischen Insel mit sehr unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen. Wie Asri vor ihr muss Happy noch viel lernen, um Teil dieser balinesischen Königsfamilie zu werden. Bei einer Hochzeit in Indonesien heiratet man nicht nur einen Mann, wie ich und Tjok Gus, sondern man heiratet die ganze Familie. So wie Tjok Gus mich heiratet, heiratet er auch meine Familie. Schau, sie ist so schön. Immer schön. Und für Happy Salma, den Fernsehstar, gibt es noch eine andere Familie, die Millionen treuer indonesischer Fans. Ich gucke kein indonesisches Fernsehen, also ist das für mich keine so große Sache. Einige meiner Cousins und andere Familienangehörige sagten, oh, sie ist eine Schauspielerin. Wissen Sie, ich weiß nicht, was Sie erwarten. Ich sehe sie nie als Berühmtheit. Sie ist einfach meine Schwiegertochter.
Das erinnert mich an meine Highschool-Zeit. Unter der Aufsicht von Prinzessin Wiwid, ihrer zukünftigen Schwägerin, absolviert Happy einen Kultur-Crashkurs und lernt, wie man hinduistische Opfergaben für ihre königliche Hochzeit darbringt. Bali ist immer noch anders. Sie haben wirklich eine starke Persönlichkeit und eine wirklich starke Energie. Ich lerne also immer noch. Ich habe so ein Glück, dass sie hier ist. Wie war deine Hochzeit? Es war ziemlich ähnlich. Ziemlich heftig für mich. Wiwid, selbst Mitglied einer aristokratischen Familie, hatte ihre eigenen Probleme, als sie sich in Prinz Jogde verliebte. Ich komme aus einer katholischen Familie. Als ich nach Bali zog und mit ihm ausging, ich habe einen balinesischen Freund und er ist Hindu. Da dachte meine Familie irgendwie, oh, er ist Hindu? Ich habe in einer Chiropraktikklinik in Kuta gearbeitet. Er war einer der Patienten. Chiropraktiker reparieren den Rücken. Er hatte ein gebrochenes Herz, also musste ich es reparieren. Nachdem sie die anfänglichen Vorbehalte ihrer Familie überwunden hatten, wurden Wiwid und Jogde ein weiteres Liebespaar in der Königsfamilie. Wir sind Rebellen. Das haben wir wahrscheinlich von unserem Vater gelernt. Traditionell ist es üblich, innerhalb derselben Klasse zu heiraten. Jemanden aus demselben Palast oder aus einem benachbarten Palast. Es werden immer noch viele Bündnisse geschlossen, auch in der jungen Generation. Die 83-jährige königliche Matriarchin, Jogdes Großmutter, heiratete einen Prinzen, der bereits 9 andere Frauen hatte. Asris Schwiegermutter war die 10. Frau eines viel älteren Mannes. Ich war der Jüngste in meiner Familie. Mein Vater, das habe ich von meiner ältesten Halbschwester gehört, hatte etwa 10 Frauen. Polygamie ist Teil des traditionellen balinesischen Königslebens. Viele Leute sagten zu Raka, naja, das ist okay, du kannst sie haben, aber hol dir auch eine echte Frau, eine balinesische. Ich habe ihm nur klargemacht, dass es in Ordnung sei, wenn er eine andere Frau haben wollte. Aber er konnte nicht 2 haben. Ich werde nicht die Frau Nummer 1 sein und dann ist da noch Frau Nummer 2 und ich dann die Ex-Frau. Mein Schwager hatte 2 Frauen und das funktioniert nicht. Ich meine, es funktioniert nie, egal was sie sagen. Sogar balinesische Frauen teilen nicht gern. Ich rede nie darüber. Ich denke auch nie darüber nach. Für königliche Ehemänner ist es eine sehr persönliche Entscheidung, eine andere Frau zu nehmen. Natürlich möchte ich nicht, dass das passiert. Aber es ist Jogdes Entscheidung. Du entscheidest. Wenn du meinst, du brauchst noch eine... Nein, ich denke, wir alle wissen, dass wir einfach die Einzigen sein wollen. Prinzessin Asri hat sich in letzter Minute auf den Weg gemacht, um formelle balinesische Outfits abzuholen, die für die königlichen Frauen der Brautparty angefertigt werden. Asris jüngstes Kind, die 18-jährige Prinzessin Maya, ist für eine Last-Minute-Anprobe bei ihr. Ich glaube, Maya ist in einer schwierigen Lage, weil es offensichtlich viele Erwartungen gibt, viel Druck auf sie ausgeübt wird. Nicht von uns, sondern von außen, damit sie einen Balinesen heiratet. Nicht bloß einen Balinesen, sondern jemanden aus der Familie. Aber wenn sie sich umschaut, ist die Auswahl ziemlich klein. Wenn ich außerhalb der königlichen Familie heirate, verliere ich praktisch meinen Titel und bin kein Teil der Familie mehr.
Sie wird von anderen Menschen stark unter Druck gesetzt. Jeder versucht, sie mit einem Sohn in Verbindung zu bringen. Es hält sie davon ab, Dinge zu tun, weil sie den Druck einfach satt hat. Im Gegensatz zu ihren beiden Brüdern muss Prinzessin Maya ein anderes Mitglied der königlichen Familie heiraten, um ihren Titel als königliche Prinzessin zu behalten und sich für eine balinesische königliche Hochzeit zu qualifizieren. Um eine solche Hochzeit zu haben, müsste ich in der Familie heiraten. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass das die Art von Hochzeit ist, die ich haben werde. Während sich ihr Sohn auf seine Hochzeit vorbereitet, muss sich Prinzessin Asri um ihr Geschäft kümmern. Eine Autostunde von Ubud entfernt. Im Moment ist es mit den Vorbereitungen für die Hochzeit eine kleine Herausforderung, weil hier sehr viel los ist. Zusammen mit ihrem Sohn, Prinz Tjokgus, hat Prinzessin Asri ein Teehaus eröffnet. Ich wollte ein Unternehmen haben. Mama war zu der Zeit auch nicht viel unterwegs, also beschlossen wir, es gemeinsam zu machen. Ich dachte an die Dinge, die ich auf Bali sehen wollte, die es hier nicht gab. Und da kamen mein Sohn und ich auf das Konzept von Bhikkhu. Es ist in einem alten, hölzernen Joglo, einem javanischen Haus. Es ist sozusagen eine vielseitige Mischung aus Alt-Indonesien und Alt-England. Und Asris Schwiegertochter wollte dort in Teilzeit arbeiten. Asri sagte, warum arbeitest du nicht bei Bhikkhu? Jetzt habe ich dort mit den Kunden zu tun, mit dem gesamten Personal, der Küche und allem. Und ich liebe es, die Cupcakes zu backen. Mit einer königlichen Familie als Betreiber sind Touristen nicht nur auf den Kuchen in Bhikkhu aus. Oh, wer ist die Prinzessin? Und ich dann, das ist die Prinzessin. Möchten Sie die Prinzessin treffen? Oh ja, wenn das in Ordnung ist. Und für Prinzessin Asri repräsentiert ihr Teehaus auch die Veränderungen, die sie als Westliche auf Bali erlebt hat. Bali ist ein völlig anderer Ort als der, an dem ich damals angekommen bin. Es gibt nichts, was Sie auf Bali nicht tun können. Es ist ein Luxusziel. Es ist fast dekadent in vielerlei Hinsicht. Während sich die Touristen amüsieren, stellen die Balinesen ihre traditionellen Pflichten in den Vordergrund. Hunderte Dorfbewohner von Ubud arbeiten hart an den Vorbereitungen für die königliche Hochzeit. Wie ihre vielen Opfergaben an die balinesischen Hindu-Götter ist diese Arbeit ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung. Das meiste davon sind Spenden und auch die Arbeiter sind alle Freiwillige. Das ist unsere Tradition, die Kultur am Leben zu erhalten. Als Geschenk an die königliche Familie stellt ein ganzes Dorf aufwendige rituelle Opfergaben her, die am Tag der Hochzeit ausgestellt werden. Die Herstellung wird Tage dauern. Zeit, die die Dorfbewohner normalerweise damit verbringen, auf ihren Reisfeldern zu arbeiten oder einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Aus Schweinefett und Satais wird eine Nachbildung des Tempels hergestellt. Komplett mit Schirmen aus Innereien. Diese Opfergaben für die königliche Hochzeit anzubieten, ist ein uralter spiritueller Brauch. Spiritualität ist hier ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es ist einfach ein Teil des täglichen Lebens.
Bali hat andere Prioritäten als Sydney und die kommerzielleren Teile der Welt. Deshalb kommen die Leute gerne hierher. Selbst die, die nicht zu Zeremonien gehen, sagen, dass hier etwas in der Luft liegt. Die Dorfbewohner haben einen Makrokosmos geschaffen. Wohl wissend, dass auch die Götter und Vorfahren die Schönheit ihrer Kunst zu schätzen wissen. Da die Opfergaben nun vollständig sind, werden sie im Palast benötigt. Es ist eine mühsame Reise quer durch Ubud, über Feldwege und holprige Straßen. Die Opfergaben kommen in Einzelteilen im Palast an. Der königliche Bräutigam, Prinz Tjokgus, ist vor Ort, um das Hochzeitsgeschenk des Dorfes entgegenzunehmen. Sie bringen diese dekorativen Geschenke. Das machen sie schon seit ein paar Tagen. Dieses hier besteht aus Schweinefett und Saté. Hergestellt aus Schweinefleisch, gemischt mit Kokosnuss. Da 2000 Gäste erwartet werden, statten Prinz Tjokorda Raka und Prinzessin Asri den Hochzeitscaterern einen persönlichen Besuch ab. Sie hat vorgeschlagen, dass wir eine Kostprobe machen. Sie sagte, dies sei das beliebteste Gemüse, der Farn und das Sternfruchtblatt. Es ist eine Art Hackfleisch, das in ein Bananenblatt gewickelt und gedämpft wird. Sie müssen probieren. Prinzessin Asri ist keine Anfängerin darin, große Veranstaltungen unter Druck zu organisieren. Als der Terroranschlag im Jahr 2002 Bali erschütterte und Hunderte von Touristen und Einheimischen tötete und verletzte, engagierte sich Asri, um zu helfen. In dieser Krisenzeit haben wir im Krankenhaus geholfen und dann Spenden gesammelt und auf jede erdenkliche Weise geholfen. Nach der Bombe. Es war manchmal schwer, Australier zu sein. Die Australier schienen es als ihre Tragödie zu betrachten, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine balinesische Tragödie handelte. Die Menschen vergaßen die Indonesier, die dabei starben. Es betraf viel mehr Indonesier als Australier. Sie standen vor dem Nichts. Also habe ich versucht, den Witwen zu helfen, die ihre Männer dort verloren haben. Mit etwas Langfristigem. Es war nicht nur ein einziges Mal. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber nicht als Teil der königlichen Familie, sondern als ich. Die königliche Hochzeit steht unmittelbar bevor und der Palast wünscht sich sehnlichst, dass die Naturgewalten zur Party kommen. Jetzt sind es noch 2 Tage bis zur Hochzeit. Noch 2-mal schlafen. Es regnet in Strömen. Das könnte ein Problem sein. Wir werden an diesem Tag Regenstopper haben. Das wird also hoffentlich funktionieren. Die Regenstopper sind balinesische Mystiker. Der ältere Bruder des Bräutigams hat diesen Mystiker bereits am Werk. Dieser Mann ist der Regenstopper. Er ist nur hier, um zu sehen, wie die Dinge laufen. Kümmert sich um die unsichtbare Welt. Der Regen ist eine Sache. Er kann auch noch viele andere Dinge sehen, die wir nicht sehen können. Oh, der Regen hat aufgehört. Die Sonne kommt raus. Ich bin glücklich und nervös, aber aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, bis es vorbei ist.
Der Hochzeitstag bricht in Puri Ubud an. In nur wenigen Stunden werden 2000 Gäste eintreffen. Sie werden Zeugen alter Hochzeitsrituale, die es nur auf Bali gibt. Und Happy spürt den Druck. Sie hat die Zeremonien noch nie zuvor gesehen. Heute ist der große Tag. Ich bin ein bisschen nervös. Habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ich glaube, sie ist auch ziemlich nervös. Sie scheint im Moment etwas gestresst zu sein. Happy ist nicht nur wegen der Hochzeit nervös. Ihr muslimischer Hintergrund hat sie nicht auf die balinesischen Rituale vorbereitet, die Prinzessin Asri ebenfalls fremd fand. Ich hatte einen anglikanischen Hintergrund. Meine andere Schwiegertochter ist katholisch. Wir haben uns alle angepasst. Und sie wird sich an die balinesischen Überzeugungen und Bräuche anpassen. Denn ich weiß, wie es ist und ich möchte für sie da sein. Prinz Tjokorda Raka, als Oberhaupt der königlichen Familie, kommt zu einer Last-Minute-Inspektion. In einem anderen Teil des Palastes steht Prinzessin Asri unter der Leitung des Brautsalons. Ich denke, ich bin jetzt in die Familie eingebunden. Ich glaube, ich bin dort vollständig verankert. Manche Leute haben mich akzeptiert, manche nicht. Manche haben es nie. Dieser Hochzeitstag wird für alle Mitglieder der königlichen Familie ein Epos sein. Es wird 2 völlig unterschiedliche Hochzeitszeremonien geben. Und gleich geht es mit der ersten los. Tjokus zieht sich für seine Zeremonie an, die den ersten Teil der Hochzeit darstellt. Am Morgen findet die sogenannte Basishochzeit statt. Jeder kann diese einfache Hochzeit am Morgen feiern und heiraten. In Anwesenheit der gesamten königlichen Familie beginnt die Morgenzeremonie. Mit einem Dorfpriester als Zeugen vollziehen Happy und Tjokgus die alten Fruchtbarkeitsriten und jahrhundertealten Bräuche für Männer und Frauen. Die Morgenzeremonie kann ziemlich amüsant sein. Man geht herum und er hat eine kleine Peitsche in der Hand. Du musst 3-mal herumlaufen und man muss... Nun, es ist alles symbolisch. Kochen. Du musst Dinge verkaufen und er kauft Dinge. Du musst auf einer Kokosnuss sitzen. Es ist ziemlich kompliziert. Aber manche Leute schubsen und pieksen dich einfach und setzen dich hin und stellen dich hin. Du musst nicht wirklich darüber nachdenken. Du tust es einfach. Der balinesischen Tradition zufolge ist das Paar nun verheiratet. Aber dies ist keine gewöhnliche Hochzeit und größere königliche Rituale stehen noch bevor. Aber mitten am Hochzeitstag eine Pressekonferenz abzuhalten, gehört nicht zur königlichen Tradition. Wenn der Bräutigam ein Prinz und die Braut ein Star ist, lassen sich die Medien nicht abhalten. Prinz Tjokgus hat das richtige Mädchen gefunden. Ich bin mit ein paar australischen Mädchen ausgegangen. Ich habe immer einen etwas zu großen Unterschied gespürt. Menschen, die total westlich sind, zu denen habe ich keine enge Verbindung herstellen können. Wie sein älterer Bruder hat auch Tjokgus eine indonesische Frau geheiratet. Sie haben sich immer an asiatische, meist indonesische Frauen gewandt. Es kann sein, dass sie gesehen haben, wie schwierig es für mich war und dass sie das niemandem zumuten wollen.
Vielleicht haben wir gesehen, wie schwierig es für Mama war, sich hier anzupassen, weil es eine große Veränderung war. Sie musste 2 neue Sprachen lernen und lernen, mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Zu sehen, wie sie es so überstanden hat, hat uns inspiriert. Wir haben beide Leute geheiratet, die auch keine Balinesen sind. Also müssen sie sich an das Leben hier anpassen und vieles verändern. Aber ich denke, es ist ein bisschen einfacher für sie. In Indonesien gibt es ein Wort namens Jodoh. Das heißt, derjenige, für den du bestimmt bist. Eine ganz neue Gästeliste von VIPs trifft ein, um der hohen Hochzeit beizuwohnen. Alte Freunde, der australische Konsul, mein Friseur. Die Braut und der Bräutigam tragen jetzt alle Insignien des Königshauses von Ubud. Ich bin nicht so sicher mit dem Lippenstift. Wenn niemand hinguckt, versuche ich, ihn abzureiben. Naja, so schlimm ist es nicht. Ich werde es schon ein paar Stunden lang schaffen. Ich glaube, für Mädchen ist es schlimmer. Die Krone der Braut besteht aus mehreren Schichten goldener Blumen, die Kilos wiegen, wenn sie fertig sind. Es ist so schwer. Es ist so schwer und... Ich weiß nicht. Ich kann den Spiegel nicht sehen. Wie die Insignien seiner Braut wird der Bräutigam das traditionelle Gewand tragen, das nur im Palast von Ubud zu sehen ist. Als Prinz der Kriegerkaste trägt er auch einen Dolch. Der Dolch ist symbolisch. Er gilt als heiliges Erbstück. Er spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben des Palastes. Jeder Palast verfügt über eine Waffenkammer verschiedener Dolche, die von verschiedenen Generationen weitergegeben wurden. Es gibt ein sehr mystisches, sehr magisches Element in der Geschichte der Dolche. Wenn Sie fragen, woher sie kommen, wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen jemand erzählt, dass sie durch ein Fenster geflogen oder aus dem Boden gesprungen sind. Solche Dinge passieren zu bestimmten Zeiten auf Bali. Wenn ein Royal einen Royal heiratet, wird man von Helfern auf den Schultern getragen. 2 große, starke Kerle aus dem Dorf. Aber wenn man jemanden heiratet, der nicht zur königlichen Familie gehört, muss man laufen. Also sind wir gelaufen. Unter den Augen ihrer Familie verwandelt sich Happy in eine balinesische Prinzessin und übernimmt wie ihre australische Schwiegermutter die Rolle ihres Lebens. Das ist mein Schicksal. Der Brahmanenpriester der hohen Kaste spendet dem Paar Segen und Weihwasser. In diesem Übergangsritus nimmt Prinz Tjokgus offiziell seine kulturellen Verpflichtungen an. Ich muss noch viel lernen, aber die meisten Leute beginnen erst nach der Hochzeit und bringen sich stärker in die Gemeinschaft ein. Es ist einfach ein Prozess, der immer weitergeht. Während das königliche Paar sein gemeinsames Leben auf Bali beginnt, weiß Prinzessin Asri schon, was auf sie zukommen wird.
Für Happy wird es eine Herausforderung sein, Teil der balinesischen Kultur zu sein. Das ist eine ziemliche Herausforderung für jeden, der nicht damit geboren und aufgewachsen ist. Und ich schätze, er wird die ganze Zeit über vermitteln, was auch schwierig ist. Prinz Tjokorda Raka führt mit seiner australischen Prinzessin eine königliche Dynastie fort. Wir sind alle ziemlich gut darin, zwischen Kulturen zu wechseln. Ich möchte die Erhaltung der balinesischen Kultur fördern. Ihre Kinder haben sich dafür entschieden, ihr königlich-balinesisches Erbe anzunehmen und in der modernen Welt zu leben. Das Wichtigste auf Bali ist das Konzept des Gleichgewichts. Gleichgewicht bedeutet nicht Stagnation, Gleichgewicht bedeutet Bewegung. So ist das Leben.